Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um das Produktionsdatum und ich glaube, es ist auch wirklich ein interessantes Video für euch. Vielleicht möchtet ihr gerne mal wissen, wann euer eigenes Auto produziert wurde oder aber beispielsweise ihr interessiert euch für ein gebrauchtes oder für ein neues Fahrzeug und auch da ist das Produktionsdatum ziemlich relevant, denn es deutet auf das Modelljahr des Fahrzeuges hin und kann dann auch direkt mit irgendwelchen Ausstattungsdetails zusammenhängen. Und es gibt tatsächlich auch im Internet sehr, sehr viele Falschinformationen, welches Datum jetzt nun das korrekte Produktionsdatum ist und wie man es zurückrechnen kann. Und deswegen möchte ich euch gerne hier mal in diesem Video zeigen, wie ihr das richtige Produktionsdatum feststellen könnt und was es noch für andere Daten gibt, die eben falsch sind und was die eigentlich bedeuten. Damit ich das gut erklären kann, habe ich mal zwei Briefe hier vorbereitet. Wir fangen mal mit dem einen an. Das ist auch mal ganz bewusst ein gebrauchtes Auto und ich nehme jetzt hier mal direkt den Kfz-Brief. Der neue behördendeutsche Begriff ist Zulassungsbescheinigung Teil 2. Ich sage aber trotzdem immer noch Kfz-Brief dazu. Dieses Dokument sollte natürlich bei euch daheim liegen, nicht im Auto sein. Ganz, ganz wichtig, auch nochmal an dieser Stelle erklärt. Hier haben wir jetzt die Kundenadresse und das Kennzeichen abgedeckt aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber das brauchen wir jetzt heute für dieses Video gar nicht, sondern wir schauen uns jetzt hier mal diese zwei Daten an. Hier oben steht Datum der Erstzulassung 11.02.2022 und da haben wir schon mal die erste Verwechslung. Die meisten Kunden, die das anschauen, sagen, ja, das ist ein 2022er Auto, aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn dieses Auto ist 2022 tatsächlich zugelassen worden. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die Garantie, den beginnt an diesem Datum zu laufen, aber es ist natürlich nicht das Produktionsdatum von diesem Fahrzeug. Dann haben wir noch das zweite Datum, das ist der 11.02.2022, jetzt zufällig identisch. Das ist der Eintrag, wann dieser Halter hier im Kfz-Brief eingetragen wurde. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr habt dieses Auto gekauft, zieht irgendwann zwischendurch beruflich bedingt um und müsst dann natürlich die neue Adresse eintragen lassen. Dann würdet ihr hier eure Namen sehen. Aber hier unten würde dann sozusagen ein neues Eintragsdatum stehen. Das Erstzulassungsdatum bleibt natürlich immer gleich. Und dadurch kann man eben auch sehr, sehr gut Rückschlüsse darauf ziehen, wie alt oder beziehungsweise wie lange das Auto eigentlich im Besitz des Vorbesitzers war. So könnte man das eben schön zusammenrechnen oder wenn es nur einer war und wenn das Ganze eben nur ein paar Wochen gedauert oder wenige Monate, dann ist das eben so ein Zeichen, Mensch, vielleicht hat sich der Vorbesitzer hier verkauft, das falsche Auto gekauft, finanzielle Probleme oder irgendwelche Probleme mit dem Auto. Je länger sozusagen das Auto im Besitz des Vorbesitzers war, desto besser ist natürlich das Ganze. Dann haben wir noch ein ganz wichtiges Element, das ist hier oben Anzahl der Vorhalter 0 und das wird eben auch ganz, ganz gerne verwechselt. Stellt euch mal folgende Situation vor, das Auto hat irgendwann noch einen zweiten Besitzer und jetzt einen dritten Besitzer. Ihr seht schon, hier passen ja nur zwei Besitzer rein, also wird ein neuer Kfz-Brief erstellt. Das schaut dann fast genauso aus, wenn man nicht ganz genau hinschaut wie erste Hand. Und dann könnte man jetzt fälschlicherweise denken, ja, das Auto ist aus erster Hand. Deswegen ist es wichtig, hier drauf zu achten und hier steht eben Anzahl der Vorhalter 0. Das ist das eindeutige Zeichen, dass dieses Auto hier wirklich aus erster Hand ist. Und da fällt mir auch noch ein weiterer Tipp für euch ein. Es gibt tatsächlich auch Fahrzeuge, da ist da ein Strich drin. Und ein Strich bedeutet, dass die Zulassungsbehörde eben nicht zweifelsfrei feststellen konnte, wie viel Vorbesitzer dieses Auto hatte. Das kann sein, dass das Auto komplett neu war. Das kann aber auch sein, dass das Auto aus dem Ausland kam und eben nicht mehr sicher feststellbar war, ob es nur eine Hand oder zweite Hand oder noch mehr waren. Hier solltet ihr dann eben bei eurem Kfz-Händler mal sicherheitshalber nachfragen, wie denn die Historie von diesem Auto ist. Okay, dieses Auto ist also aus erster Hand. Dann gibt es noch ein weiteres Datum, das gerne auch mit dem Produktionsdatum verwechselt wird. Das ist dieses Datum hier unten. Das ist das sogenannte Dokumentendatum von diesem Kfz-Brief. Ganz, ganz wichtig ist auch hier nochmal dieses Logo vom Hersteller. Bei uns ist das natürlich das Mazda-Logo. Habt ihr einen anderen Autohersteller, dann hättet ihr da eben das Logo von eurem Autohersteller stehen. Dieses Datum ist der 23.10.2021. Und daran kann man schon mal sehen, dass dieses Auto eben 2022 gar nicht produziert werden konnte, denn der Kfz-Brief existiert schon seit 23.10.2021. Aber dieses Datum ist auch nicht das Produktionsdatum. Hierzu muss man wissen, wann diese Dokumente dann ausgedruckt werden. Bei Mazda ist es wie folgt, die Autos kommen im Hafen an und dann dauert es so circa 1 bis 2 Wochen, bis die Fahrzeuge komplett durchgeprüft wurden, dass da alles fehlerfrei bei diesen Fahrzeugen ist. Erst dann, wenn die Autos wirklich fehlerfrei markiert wurden, dann werden die Dokumente ausgedruckt. Das ist eben auch ganz wichtig. Es deutet darauf hin, dass das Auto hier irgendwo in diesem Zeitraum eben im Hafen angekommen ist, aber es ist nicht das Produktionsdatum. Okay, dann bekommt ihr natürlich bei jedem Fahrzeug dann noch einen Fahrzeugschein mit dazu und auch den schauen wir uns mal näher an. Hier haben wir wiederum das Erstzulassungsdatum oben stehen, auch wieder 11.02. natürlich, aber hier gibt es auch wiederum ein weiteres Datum, das gerne für Verwirrung sorgt. 30.07.2021. Auch da habe ich schon so oft gehört, dass das Produktionsdatum sein soll, aber auch das ist falsch. Das ist das Datum der sogenannten EG-Prüf- oder Typgenehmigung. Das bedeutet, wenn ihr ein Autohersteller seid, müsst ihr irgendwann mal, wenn ihr ein Auto entwickelt habt,
der EU sagen, das wird mein neues Auto für diese Länder, kriege ich das Ganze entsprechend zugelassen oder nicht. Und genau das hat Mazda getan, hat also diesen Typ, dieses Modell Mazda 3 hier in der EU präsentiert und hat gesagt, das Auto möchten wir in Deutschland und in ganz Europa zugelassen bekommen. Ja, und das Ganze wurde eben dann am 30.07.2021 genehmigt und freigegeben. Das bedeutet, ganz viele Fahrzeuge des gleichen Typs haben alle dieses Datum drinnen stehen und es hat absolut nichts damit zu tun, wann das Auto produziert wurde. Hier ist es tatsächlich relativ nah beieinander. Es scheint also wirklich ein neues Modell damals gewesen zu sein, aber es ist eben nicht das Produktionsdatum. Okay, jetzt kommen wir zum Produktionsdatum. Dazu gibt es ein weiteres Dokument. Das nennt sich COC-Papier, Certificate of Conformity oder übersetzt Übereinstimmungsbescheinigung. Diese Dokumente gibt es schon seit vielen Jahren und werden euch normalerweise mit dem Kfz-Brief ausgehändigt. Auch das Dokument muss nicht im Auto liegen. Das hat die EU damals integriert, um den Warenhandel zwischen den verschiedenen Ländern zu vereinfachen, weil hier ganz viele technische Informationen vom Auto drinnen stehen und dadurch die Zulassungsbehörden eben schnell feststellen können, ob das ausländische Fahrzeug in Deutschland eben zugelassen werden kann, ob da die ganzen entsprechenden behördlichen Genehmigungen eingehalten werden. Ja, und hier gibt es eben tatsächlich ein eigenes Feld, das findet ihr hier in der Mitte, 0.11, Herstellungsdatum des Fahrzeugs. Und das ist das tatsächliche Herstellungsdatum, wann das Auto das Band verlassen hat. Das war der 4. August 2021. Und ihr seht schon, dieses Datum ist jetzt hier auf dem Kfz-Brief oder dem Fahrzeugschein überhaupt nicht zu finden. Ja. So könnt ihr also relativ einfach feststellen, wann euer Auto wirklich produziert wurde. Das Ganze hat allerdings noch einen kleinen Haken. Dieses Feld gibt es tatsächlich erst seit ungefähr Ende 2020 in diesen Dokumenten. Vorher existierte das Ganze nicht. Deswegen habe ich noch ein zweites Beispiel vorbereitet, ein etwas älteres Auto. Dieses Fahrzeug wurde am 12.05.2016 erstmalig zugelassen und jetzt schauen wir auch nochmal direkt aufs Dokumentendatum. Hier steht nun der 2.05.2016. Wir merken uns ganz kurz das Datum, schauen nochmal in das COC-Papier rein. Und da zeige ich euch, das schaut schon mal so ein bisschen anders aus. Und hier haben wir nach dem Punkt 0.10 keinen Punkt 0.11. Das heißt, hier können wir es also nicht zweifelsfrei feststellen. Hier könntet ihr es entweder bei eurem Mazda-Händler feststellen, indem er eurem System nachschaut und euch das Datum gibt, oder aber ihr könnt euch das relativ gut zurückrechnen. Ich sagte euch ja vorhin, dieses Kfz-Dokument wird ungefähr so circa 1 bis 2 Wochen nach der Anlieferung im Hafen erstellt. Gehen wir jetzt einfach mal von 2 Wochen aus. Dann wurde das Auto ja verschifft von Japan hierher, das dauert ca. 6 Wochen, da sind wir also ungefähr bei 2 Monaten und selber dann in der Fabrik sozusagen von der Verlassen der Fabrikhalle bis zum Verschiffen vergehen im Schnitt nochmal so ca. 2 Wochen. Insgesamt kann man also pauschal mit ca. 2,5 Monaten rechnen. Das ist natürlich nicht 100% exakt, kommt immer ein bisschen darauf an, wie schnell die Schiffe gefahren sind, ob das Schiff schon voll war oder nicht, aber es gibt euch wirklich einen ziemlich guten Anhaltspunkt, wann das Auto produziert wurde. Wir gleichen das jetzt nochmal mit dem neueren Fahrzeug ab und schauen, ob wir mit den 2,5 Monaten hier eine gute Schätzung landen können. Also hier hatten wir das Datum, nochmal zum Vergleich, 23.10.2021 und wir schauen nochmal, ich habe es nämlich vergessen, auf das Produktionsdatum. Hier haben wir den 4. August 2021. Also ziemlich genau 2,5 Monate, die hier dazwischen liegen und damit kommen wir schon mal ganz gut klar. Wie gesagt, nicht auf den Tag genau, aber schon ziemlich nah dran. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal wieder einen interessanten Tipp geben. Würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns da hier gerne auch mal ein Like da. Abonniert gerne auch unseren Kanal, das ist absolut kostenlos für euch und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann drückt auf jeden Fall noch die Glocke jetzt in diesem Moment. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.